Planst du ein Abenteuer, brauchst du einen Schlafsack. Ich erzähle dir da, auf was du alles achten musst. Natürlich unterscheiden wir da von zwei verschiedenen Schlafsacktypen. Das wäre eigentlich natürlich der Daunenschlafsack und das zweite wäre Kunstfaserschlafsack. Der Daunenschlafsack eignet sich natürlich nicht, wenn man in die Tropen geht, weil Daune recht anfällig ist auf Feuchtigkeit und Nässe. Der Vorteil bei einem Daunenschlafsack ist natürlich sicher das Packmaß, das Gewicht und von der Isolationsfähigkeit sind sie immer noch besser als Kunstfaserschlafsäcke. Ein Daunenschlafsack, wenn du wirklich darauf achtest und den richtig pflegst, dann hebt er um einiges länger. Aber kostet dementsprechend natürlich mehr. Kunstfaserschlafsack, Vorteil ist natürlich, wenn du in die tropische Gegend gehst, wo es eben feucht ist, da ist ein Kunstfaserschlafsack wirklich gar kein Problem. Und wenn du ihn auspackst, entfaltet er sich um einiges schneller als ein Daunenschlafsack. Die Pflege von einem Kunstfaserschlafsack ist um einiges einfacher als bei einem Daunenschlafsack. Kunstfaserschlafsack kannst du wirklich ganz einfach in die Waschmaschine rühren und den Aufhänger trocknen, dann gut ist. Nachteil ist einfach, das Packmaß ist recht gross und die Isolation kommt wirklich einfach nicht an einen Daunenschlafsack an. Es gibt zwei Schlafsacktypen. Da wäre einer der Mumie-Schlafsack und dann gibt es aber auch Decke, also wie eine Decke, die man daheim kennt. Der Vorteil von einem Mumie-Schlafsack ist einfach natürlich, dass die Isolation besser gewährleistet ist. Dadurch, dass wirklich die Mumienform nah am Körper liegt, hast du nicht zu viel Fläche, zu viel Hohlräume, wo du selber wärmen musst. Bei einem Deckenschlafsack ist natürlich für Leute, die ein bisschen mehr Komfort brauchen, sprich mehr Bewegungsfreiheit, wenn sie schlafen, macht ein Deckenschlafsack mehr Sinn. Aber du hast mehr Hohlräume, die du aufwärmen musst und natürlich das Packmaß einfach um einiges größer. Wenn du einen Schlafsack kaufst, ist es wichtig, dass du schaust, dass er wirklich genug groß ist. Es gibt nichts Unangenehmes als keinen Platz zu haben. Darum gibt es wirklich einfach eine Formel. Wenn du im Schlafsack drin liegst, solltest du noch mit dem Oberkörper aufrecht sitzen. Wenn der Schlafsack spannen würde, dann ist er eindeutig zu klein. Gang da keinen Kompromiss ein, es wird spätestens bei der ersten Nacht nerven. Wenn du jetzt im Bauchschlafen bist, dann du 10 bis 15 cm mehr einberechnen. Weil wenn du auf dem Bauch liegst, schlafst du in der Regel so und brauchst mehr Platz. Anstatt wenn du auf dem Rücken liegst, schlafst du dementsprechend wirklich so wie eine Mumie und brauchst weniger Platz. Bei einem Schlafsack ist es wichtig zu schauen, was die Komforttemperatur ist. Jeder Mensch, jeder Körper ist da anders. Darum geben wir im Transa Empfehlung ab, je nach Einsatzbereich oder wo du auch hingehst und einen Schlafsack brauchst. Ist es kalt dort, brauchst du natürlich einen Schlafsack, der dir wirklich warm gibt. Winterschlafsack, da bewegen wir uns zwischen Temperaturen von -5 und -18 Grad. Was natürlich für fast jede Aktivität das ganze Jahr durch wird lange, ist ein 3-Jahreszeiten-Schlafsack. Sie bewegen sich von -4 bis 9 Grad. Natürlich, wenn du jetzt nicht viel Geld ausgeben für einen Daunen-Winterschlafsack, dann kannst du im Fall auch tricksen. Nimmst einfach deinen Sommerschlafsack und gehst mit dem in den 3-Jahreszeiten-Schlafsack. Somit hast du auch annähernd einen Winterschlafsack. Wenn du einen Daunenschlafsack dabei hast, wenn du ihn auspackst, du ihn wirklich zwingend schütteln. Wieso? Es hat ja Daunen drin. Und die Daunen müssen sich natürlich im ganzen Schlafsack verteilen. Wieso isoliert sie zum Beispiel da oben und an den Füßen überhaupt nicht. Darum musst du sie wirklich grosszügig schütteln. Und was auch noch wichtig ist, geh ja nicht kalt in den Schlafsack. Beweg dich, renn wirklich vielleicht noch 50 Meter hin und her und dann geh in den Schlafsack. Weil der Schlafsack ist nicht das, was dir warm gibt, sondern eigentlich die Körpertemperatur, wo der Schlafsack aufwärmen und der Schlafsack isoliert und bündelt die ganze Wärme. Natürlich kannst du unterwegs sein und der Wetterbericht sagt nicht das, was du dir erhofft hast. Es ist viel kälter, als du dir vorgestellt hast. Da gibt es einen einfachen Trick. Du kannst ja deine PET-Flasche, die du dabei hast, oder deine Wasserflasche, die du dabei hast, füllen mit warmem Wasser. Aber wichtig, warmes Wasser, nicht heißes Wasser. Das heisst nicht kochend, weil sobald das Wasser kochend ist, kann es sein, dass das Gewind, der Verschluss, nicht mehr dicht wird. Sprich, es gibt einen Druck und dann läuft das ganze Wasser im Schlafsack aus und das willst du natürlich nicht. Ein warmes Wasser, das langt völlig und das holst du wirklich noch mal gewisse Temperaturen raus. Wenn du in den Schlafsack gehst, mach den Schlafsack ja nie, weil du es warm hast, komplett auf. Viele Schlafsäcke bieten wirklich einen Doppelreissverschluss an, dass sie von unten noch ein bisschen aufmachen kannst. Und dort kann die Wärme wirklich, die überflüssig ist, gut sich verziehen.
Es gibt gewisse Schlafsäckhersteller, die tun natürlich im Fußbereich eine doppelte Isolation drin. Und dann gibt es gewisse, die machen das nicht. Das Problem kannst du ganz einfach lösen, indem du zum Beispiel deine leichte Jacke, ob das es könnte ein Fleece sein, einfach unten dran die Füße tust. Weil wenn du die Füße anfängst zu frieren, dann frierst du spätestens am ganzen Körper. Kapuzen bei den Schlafsäcken. Es gibt gewisse Leute, die haben das einfach nicht gern, das Enge da. Dann trage doch einfach eine Kappe. Weil die meisten Wärme, die abgegeben werden, sind wirklich Kopf, Hände und Füße. Ein guter Schlafsack langt natürlich nicht, du brauchst auch eine gute Isomatte. Vor allem bei Daunenschlafsäcken, dort wo du Druckstellen hast du ja überhaupt kein Luftpolster, wo du aufwärmen kannst. Pflege und Lagerung ist auch mega wichtig bei einem Schlafsack, vor allem bei einem Daunenschlafsack. Daunenschlafsack tun sie ja nie komprimiert lagern. Die Daunen müssen sich ja auch entfalten und können schnaufen. Viele Hersteller geben dir auch noch einen Sack mit, der dafür gemacht ist, dass du den Schlafsack lagern kannst. Die sind dementsprechend grösser und dort kann sich wenigstens die Daunen noch einigermaßen entfalten, so dass sie nicht komprimiert sind für längere Zeit. Was auch noch wichtig ist zu beachten, wenn du in einen Daunenschlafsack gehst, geh nie kurzärmelig oder sollst nicht. Weil in der Nacht schwitzt und Schweiß greift natürlich Daunenmaterial an. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Tipp mitnehmen und falls ihr doch mehr wissen über Schlafen, dann kommt zu uns vorbei. Wir beraten dich gerne und werden sicher einen Schlafsack finden, der für dein Abenteuer sicher passt.